Alrighty, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem Shakes and Fidget Video mit mir und Basti. Und zwei Sachen vorweg. Erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback bezüglich meiner Partnerschaft und jedem, der irgendwo einen von meinen Codes benutzt hat. Vielen Dank an euch auf jeden Fall. Das zweite, heute kam schon mal ein Video zu W54, halt auf Englisch. Ganzer Progress, Tag 2. Wenn ihr es verpasst habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ist schon heute online gekommen, 10 Uhr. Thema dieses Videos habt ihr schon im Titel gelesen. Es geht um den Elevator. Das Event ist jetzt schon gestartet und läuft noch ein paar Tage. Aber wir können schon mal doch ein sehr gutes Fazit ziehen, würde ich sagen, über dieses Event, Gilden-Event, Dungeon, wie man auch immer betiteln möchte. Und ich würde gerne eure Meinung, vielleicht sogar voreingenommen von meiner hören. Das heißt, pausiert jetzt das Video, schreibt euren Kommentar, eure Meinung zu dem Elevator allgemein, egal was ihr dazu loswerden wollt, rein in die Kommentare. Können wir drüber diskutieren, gegebenenfalls. Würde mich sehr interessieren. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ich werde jetzt eben meine Meinung dazu äußern und freue mich eigentlich auch drauf. Wir gehen einfach mal auf S41 jetzt. Ja. Prinzipiell, das finde ich sehr nice. Also das gefällt mir sehr gut vom Design. Bei der Gilde, der Button, ja, der ist jetzt nicht so das Highlight, aber es ist gut, dass er da ist, weil man hat in der To-Do-List natürlich den Dungeon nicht. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Kann noch mal gucken. Moment, wo war die To-Do-List? Ich gucke ja da kaum drauf. Der ist dort, glaube ich, nicht dabei. Nee, also hat man das zumindest auch noch mal dort abgesichert. Und alles, was jetzt hier kommt, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr nice. Also rein von der Übersicht, vom Design, auch dieser Fahrstuhl quasi dargestellt wird von Etage zu Etage. Die Übersicht der Rewards für Gilden und auch hier alles super. Auch von der Performance lief das bisher sehr, sehr gut, finde ich. Auch der Serverstart lief recht knackig. Ich hatte kaum Probleme, muss ich sagen. Overall, ich war ja auch sehr aktiv an den 2 Tagen, habe auch gestreamt. Auch das finde ich sehr gut. Es gehört zwar jetzt nicht zum Elevator direkt, aber ist auch mal ein positives Feedback, was man mal loswerden muss. Wir hatten halt zu oft auch negative Erfahrungen gemacht. Hier lief das eigentlich aus meiner Sicht recht gut. Es gab nur eine negative Sache, die nehme ich jetzt mal vorweg, wo ich jetzt aber nicht genau... Also ich bin da nicht tief drin, ich habe es bloß gelesen, dass es bei den Tickets, wenn man jetzt Tickets hier ausgibt, dass man schauen sollte, also wenn man jetzt sich nach 50 Minuten einloggt, nicht nach 60, dass es sein kann, dass es dort irgendwie den Timer dort fälschlicherweise resettet oder irgendwie. Das war jetzt ein Beispiel, da gingen anscheinend Tickets verloren, das wurde auch im Support gemeldet, vielleicht gibt es den Fehler auch nicht mehr. Beobachtet es bitte, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr darauf spielt, auf diese Zeit, dass, wenn euch da irgendwas auffällt, das auch bitte dem Support meldet via Ticket oder zumindest im Shakes and Fidget Discord, damit es dort weitergegeben werden kann. Das wollte ich jetzt mal erwähnen. Das war das Einzige, was ich so gelesen habe jetzt von der Grundstruktur, von der Performance oder eine Art Bug vielleicht, was ich jetzt mitbekommen habe. Und das wollte ich euch dann bloß nochmal auf den Weg geben, falls es den immer noch gibt, damit ihr da auch aware seid, ja. Ansonsten kommen wir mal zur Mechanik. Es ist ja so, dass erstmal ein Tutorial kommt, was auch gut ist. Da wurden alle Infos nochmal im Prinzip gedroppt, so wie wir das schon vorher im Video auch geklärt haben. Jetzt sieht es so aus, dadurch, dass das halt 500 festgelegte Gegner sind für jeden Einzelnen, dass es ja eigentlich auch wieder Art so Wirbelsturm-Dungeon für jeden Einzelnen ist. Und das ist auch gut gelöst. Variable Gegner hätten, glaube ich, zu negativeren Erfahrungen geführt. Die Gegner werden stärker. Also man sieht ja hier, ich wurde jetzt resettet. Ich war auf Etage 257 oder 256, da kommt ein Magier. Und den habe ich 10 Pilze gegeben und es sah nicht so aus, als wenn ich den besiegen würde. Deshalb ist das für mich Schluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass aufgrund der ganzen Entwicklung, die ich Shakes and Fidget genommen habe, hat dieses Update für mich sehr positiv rüberkommt, weil die Stärke der Gegner natürlich, es ist sinnvoll, dass die stärker werden. Höhere Chars kommen am Anfang recht weit, niedrige Chars kommen natürlich nicht ganz so weit, aber das ist für alle Chars gleich, egal ob neuer Server, alter Server. Und wir haben auch die Möglichkeit als richtiger High-End-Char, dass man halt auch nicht einfach durchrushen kann. Also es ist eine gewisse Challenge da und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Es ist ja ein zeitlich basiertes Event, das heißt, diese Challenge
wenn man jetzt irgendwo an einer Etage hängen bleibt. Es ist davon auszugehen, dass das ja nicht das letzte Mal war, dass wir dann den Elevator gesehen haben. Und so kann man also sich dann auch vielleicht bei wiederholten Events dieser Art dann auch nochmal verbessern. Also auch für High-Level-Chars gibt es Content. Es ist nicht so zeitintensiv, wie man es befürchtet hat. Und dadurch, dass sie nicht nur den Elevator, sondern auch die Creator-Codes gepostet haben, die ja natürlich einen Support gegeben haben mit den ganzen Schlüsselkarten, 25 Stück, war es ja tatsächlich so, dass zum Beispiel Bestandschars wie meiner, der jetzt 1-2 Jahre alt ist, dann relativ straight durchkam. Bis Etage 80 musste man noch nicht mal einen Pilz ausgeben, weil ja auch in den Rewards Schlüsselkarten dabei waren. Und das hat sich Playa Games wirklich sehr, sehr gut ausgedacht, muss man fairerweise sagen. Da gab es früher Beispiele, wo auch sowas möglich gewesen wäre, wo halt nicht so weit gedacht wurde. Ich finde das sehr Free-to-Play freundlich. Und es bezieht sich natürlich eben nicht ganz auf jetzt die Free-to-Play-Chars, die jetzt neu anfangen, auf W54 zum Beispiel, ne, die kommen nicht weit im Dungeon. Aber es bezieht sich auf die ganzen Free-to-Play-Chars, die jetzt halt auf W53, W52, W50, ne, die schon ein gewisses Level, gewisse Stärke haben. Die mussten bis Etage 80 eigentlich, wenn sie einen Creator-Code genutzt haben und halbwegs ordentlich geskillt waren und ausgerüstet sind, mussten da keinen Pilz wirklich ausgeben. Und das ist schon mal auch sehr, sehr stark. Denn es gibt in diesem Bereich schon wirklich gute Rewards für jeden Einzelnen. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Denn es gibt mittlerweile eine Übersicht über die ganzen persönlichen Rewards. Die sind nämlich pro Etage festgelegt. Das beste Beispiel ist, das ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang, Floor 238 gibt 238 Held-Tokens. So zieht sich das durch. Floor 1 gibt 1 Held-Token, Floor 500 gibt 500 Held-Tokens. Das ist das Maximum. Somit kann man sich theoretisch dann pro Tag sogar ausrechnen, wie viel Held-Tokens man machen kann. Na, man muss ja nur addieren, sozusagen. Und das ist sehr clever gelöst. Und die Übersicht zeige ich euch mal. Da hat sich jemand wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht und das alles auch sehr übersichtlich, so weit wie übersichtlich wie es geht, dargestellt. Der Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Vielen Dank an das Shakes & Fidget Discord und speziell an Don Muerte, der das nämlich aufgesetzt hat. Und lustigerweise habe ich Acclamator vom Shakes & Fidget Discord gestern Abend angeschrieben und gefragt, ob es irgendwie jemand gibt, der das gesammelt hat schon oder ob sowas geplant ist. Und da hat er gesagt, nee, er weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann 2 Stunden später schreibt er mir, wir haben jetzt hier diesen Link hier bekommen und den zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich sehr geil. Ich habe selber schon angefangen, mir die Sachen aufzuschreiben, aber es ist halt natürlich auch so lange und deshalb bin ich sehr froh, dass das hier gemacht wurde. Also so sieht das Ganze aus. Ihr seht jetzt hier oben meinen Pilz-Overlay. Das gehört nicht dazu. Links verdecke ich jetzt die Etage. Und ich habe das jetzt überprüft auf mehreren Servern. Es ist wirklich 1:1, die Werte sind gleich. Also die Werte, die ihr im persönlichen Reward habt, die sind für jede Etage festgelegt. Das finde ich auch gut. Das ist am fairsten. Und so sieht das also aus. Wir sehen, ne? Erste Etage gibt ein Pilz und ein Ticket. Dann geht's weiter. Hier gibt es 2,71 Gold. Also ich finde, die Gold-Rewards sind, kommen wir auch gleich nochmal dann zurück, sind natürlich schon relativ süß. Aber hier gibt es viele Tickets zu Beginn. Und das ist ja wirklich so. Dann kriegt man zwischendurch mal Holz, dann kriegt man Lucky Coins. Und ich habe mal geguckt, bis Etage 80 ungefähr, wo man theoretisch Free-to-Play gut durchkommt, ohne einen Pilz ausgeben zu müssen, hat man schon fast 100 Lucky Coins oder mehr bekommen. Man hat auch fast 20 Pilze schon bis dato bekommen. Wenn man das hier alles addiert, ja, hier wird auch immer oben aufgezeigt, welches Item das ist. Und ab Etage 73 geht es dann halt los mit den Kristallen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eins der Highlights der persönlichen Rewards. Und da denke ich jetzt nämlich an die Free-to-Play-Spieler, die halt schon einen älteren Char haben. Na, wenn du als Free-to-Play-Spieler trotzdem schon Level 350 bist, 400 bist oder so, dann kommst du halt auch in den Etagen höher. Und was du hier an Kristallen kriegen kannst, ist extrem gut. Also gerade für Free-to-Play, die halt nicht immer Epics zerlegen können. Na, wenn ich so überlege, mit 350 kriegst du auch nicht so viele Items, die jetzt überhaupt 200 Kristalle abgeben. Das heißt, pro Tag machst du vielleicht, wenn du wirklich 5 Items findest, die du zerlegen kannst, machst du vielleicht so 500, 600 Kristalle. Und hier kriegst du mit einer Etage allein schon 500 Kristalle. Und dadurch kann man natürlich schon
viele Items 2-3 Mal upgraden. Und je nachdem, wie hoch euer Char ist, gibt es natürlich umso mehr Kristalle. Also klar, der Hardcore-User, der schon 10-mal equipped hat, der kann jetzt mit den Kristallen auch nicht mehr ganz so viel anfangen. Aber ich finde es schön, dass das halt wirklich ein Reward ist. Auch die Metalle natürlich, wobei es da insgesamt weniger sind, weil Metalle kriegt man halt wirklich einfacher. Es ist tatsächlich so, es ist clever überlegt. Metalle kriegst du auch als Free-to-Play-Spieler einfacher als halt Kristalle. Und deshalb finde ich das auch schön, dass hier die Kristalle auf jeden Fall im Fokus sind. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch einige Früchte abzuholen. Also das kann auch für Free-to-Play-Spieler ganz nice sein, die halt schon 4 Jahre an einem Char sitzen, der jetzt Stufe 350, 400 ist, keine Ahnung, und halt 200 Etagen schaffen, vielleicht. Ja, die kriegen auch noch mal schön ein paar Früchte. Und wenn man Glück hat und man so binnen 20 Etagen, sage ich mal, kriegt man ja immer mal noch die Chance auf Früchte. Ja, also das ist fast so, dass man jede Frucht dann wenigstens noch mal bekommt in diesem mittleren Bereich. Und das ist auch für mich ein großes Highlight, weil es für mich Free-to-Play-freundlich ist. Und ich wiederhole, es geht hier overall um alle Free-to-Play-Spieler, nicht um diejenigen, die auf W54 neu anfangen. Die haben jetzt das Pech, dass sie davon halt nicht so doll profitieren können. Aber selbst wenn ihr nur 5 Etagen schafft, habt ihr immerhin schon mal einen Pilz bekommen und 10 Lucky Coins. Na, muss man jetzt mal so sagen, sollte man versuchen, einfach mitzunehmen. Und ja, also so viel zu den Rewards, könnt ihr euch gerne angucken. Vielen Dank, das ist eine super Geschichte. Es ist, achso, eine Sache, hier zeige ich nochmal. Stand jetzt sind 445 Etagen drin gelistet. Das heißt, wahrscheinlich hat er, also letztes Update war 6.3., ich weiß nicht welche Zeit, gab es noch nicht die Chance für ihn zu sehen, was halt noch darüber kommt. Also wahrscheinlich hin und wieder ein paar Früchte, auch Kristalle, Metalle und halt Gold. 6 Millionen scheint das Cap zu sein. Was auch, sage ich mal, jetzt in diesem Verlauf, finde ich das auch okay. Dass man hier 6 Millionen bekommt. Das ist noch kein ganzer Skillpunkt, aber so sind auch die Hardcore-Shroomer, sage ich mal, die kommen ja jetzt, je nachdem auf welchen Server sie sind, jetzt auch nicht unlimitiert weit, können sich auch nicht so viel Gold dadurch erfarmen. Wobei man sagen muss, die 6 Millionen, gut, ab Etage 310, naja, also Chars, glaube ich, über 500 können das dann schon erreichen. Ja, müsste man jetzt mal zusammenzählen, wie viel Gold es bis dahin war bei den 300 Etagen. Aber gut, das ist dann halt so. Das ist ja auch nicht speziell Pay-to-Win-freundlich, denn es gibt ja auch Chars, die vielleicht schon 8 Jahre existieren, die auch 520 sind, die nicht so Pay-to-Win sind. Und die kriegen ja das Gold genauso. Weil die Rewards für jeden gleich sind, wenn die Etage schafft. Und das ist fair und das finde ich gut. Und das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Kommen wir noch zu den Gilden-Rewards. Auch das muss ich sagen, also überhaupt diese Übersicht finde ich super. Ich bin ja Statistikfreund. Wir sehen ja auf S41, wir sind ja die zweitbeste Guild, wir sind auch 2. Platz bei den Hell-Tokens. Crit Happens hat da einen ordentlichen Vorsprung nochmal rausgehauen. Aber ich denke, wir müssen uns nicht verstecken. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass man sehen kann, wie die einzelne Performance der Spieler ist. Und klar, zu den Hell-Tokens muss man sagen, das ist auch bei den neueren Servern so, die Spieler, die dort halt mehr Pilze reinstecken, sind halt stärker und können halt auch mehr Tokens farmen und haben natürlich dadurch den Vorteil auch bei den Gilden-Rewards. Aber du kannst das nicht anders lösen. Es ist halt so. Ne? Und ich finde, es gab viel schlimmere Updates, die da halt viel mehr in die Pay-to-Win-Richtung gegangen sind. Ich erinnere nur mal an den ersten Arena-Manager überhaupt. Der Arena-Manager ist für mich immer noch ein schlechteres Update, auch mit den, also lassen wir mal die Runen weg, die natürlich nice sind, aber so rein von der Mechanik her ist das ein viel besseres Update hier. Es ist viel runder, es ist viel ausbalancierter und es ist auch schön, dass halt nicht nur die Top 3 Gilden ein Profilbild kriegen, sondern dass man sehen kann, welche Gildenränke was für ein Reward kriegen. Und wir sehen, auf S41 ist es im Moment so, dass die 12 stärksten Gilden sogar einen legendären Edelstein bekommen. Und Gold. Ja, die Gilden darüber kriegen neben dem Gold, also kriegen ein bisschen mehr Gold und kriegen auch noch Kristalle und Metalle und ich sag mal auch Rewards 6 bis 8. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt die Gilde Abstellkammer, wir gehen mal zur Abstellkammer. Die Abstellkammer ist in der Ehrenhalle im Moment 4. Platz.
Haben nur 48 Member, sind dadurch sind ein bisschen schlechter. Wir haben aber hier trotzdem Spieler dabei, die die halt jetzt im Moment hauptsächlich eher 120 Alu spielen und an Events ein bisschen mehr Alu spielen. Und auch die würden halt im Moment, wenn sie da bleiben, 18.000 Kristalle bekommen. Das ist fett. Viele von den Spielern haben auch unmittelbar vielleicht gar keinen Legistein. Das könnte ich auch mal gucken. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier haben sie doch schon einige in Legistein. Aber was ich damit sagen will ist, ich meine, S41 ist jetzt fast 2 Jahre alt. Das ist also kein neuer Server, aber auch kein richtig alter Server. Auf älteren Servern, wir können ja mal gucken, auf S23 zum Beispiel, wo unsere Gilde auch gut dabei ist, aber wir sehen weniger Held-Tokens gefarmt als jetzt Quit Happens. Und S23 ist natürlich schon deutlich älter. Ja, aber hier kriegen Rewards Rang bis 6 Kristalle. Wer ist 6. Platz? Dansan, schauen wir mal. Sehen wir auch, dass hier natürlich die Aktivität, ne, auf dem Server. Ja, also das nehme ich mal raus. Also kann man schon fast rausnehmen. Ich sag mal, so 5-stellig sollte man eigentlich sein, wenn man halbwegs ein paar aktive Leute hat. Ja. Aber welche Gilde wollte ich mir jetzt angucken? Ich habe das schon wieder vergessen. Dansan. Schauen wir mal, wo die hier stehen. Dansan sind 8er in der Ehrenhalle. Die kriegen halt dann auch Rewards. Und hier sehe ich nicht so viele legendäre Steine, ne? Weil natürlich, gerade auf älteren Servern sind das ja tendenziell auch nicht Leute, die viel pilzen. Und der ist mit 30% Mount hier dabei, 426. Das ist so ein Beispiel, dem nutzen die Kristalle richtig viel und dem nutzt auch ein legendärer Stein richtig viel. Und das, muss ich sagen, ist wirklich gut. Ich finde es nicht zu wenig. Klar, beim Gold könnte man überlegen, 16 Millionen. Na, also die Gilden, die halt aktiv sind, die können auch mit ein bisschen mehr Gold, könnte man sagen, dass man da sicherlich nochmal einen höheren Multiplikator reinnimmt. Aber ich glaube, auf S41 gibt es sogar mehr Gold, weil wahrscheinlich die Gilden aktiver sind. Ich glaube, es ist anhand der Gildenaktivität, wenn wir mal auf W50 gucken, wie es dort aussieht. Genau, hier kriegen sogar Gilden bis 70, Rang 70 kriegen legendären Stein. Also die Störtigen müssen 70 werden zumindest, damit man Legistein bekommt. Und kriegen auch ein bisschen Gold. Besser wäre es 35 zu sein wegen den Kristallen. Also, ne, die Gilden Rewards Staffeln richten sich nach der Anzahl aktiver Gilden, was auch gut ist. Ja, und da finde ich, könnte man gegebenenfalls einfach sagen, man ballert da noch ein bisschen mehr Gold rein, weil auch gerade auf den älteren Servern, die Top 1 Gilde, das sind keine Hardcore-User. Ja, auf W50, okay. Oder auch auf S41 Quit Happens. Das sind Gilden, wo halt wirklich auch viele Pilze investiert werden oder deutlich mehr Pilze. Aber auf den älteren Servern ist es vor allen Dingen die Aktivität, die da auch mehr und mehr eine Rolle spielt. Und das ist auch eine gewisse Balance, die ich okay finde. Klar, es gibt gerade auf W50 viele Gilden, die halt natürlich da einen schlechteren Stand haben. Oder auch beim neueren Server. Wenn wir jetzt auf W54 gucken, ja, dann profitieren nur die Gilden, die jetzt am Anfang halt ordentlich reinpilzen. Also wir sind da mit Abstand Erster. Okay. Bin 34. mit meinen Tokens in der Gilde. Also da muss ich noch ein bisschen nachholen, aber ich werde ja auch noch mal ein bisschen leveln heute. Und hier, das ist halt auch das Geile, es kriegen die Top 5 Rangstaffeln, die Top 6 Rangstaffeln, und das sind ja halt auch die Top 6 Gilden, kriegen einen legendären Stein. Das heißt, auf W54 kriegen wir einen legendären Stein, obwohl noch nicht mal ein legendärer Dungeon verfügbar ist. Das wiederum ist natürlich richtig fett. Und ich versuche noch eine Info zu bekommen, ob der Stein auch abhängig ist von der Stufe der Mine. Ich denke mal, der Stein wird abhängig vom Level sein. Vom eigenen Level definitiv, kann ich mir vorstellen. Aber ob er auch abhängig ist von der Mine. Weil wenn das der Fall wäre, sollte man, auf W54 speziell jetzt bezogen, definitiv die Mine ausbauen, bevor das Event endet. Also bevor man die Belohnung abholt. Ich versuche auch gleichzeitig nochmal zu erahnen oder zu erfragen, ob die Belohnungen
Also es geht ja nur um den Stein, wenn er jetzt sich nach Level richtet. Wenn das Event endet, sind die Belohnungen ja da. Man kann sie sich aber auch später abholen. Ich denke mal, so wie ich es gelesen habe, dass sich der Stein generiert, wenn das Event vorbei ist. Also dass man nicht sagen kann, man wartet mit dem Abholen, weil damit der Stein besser wird. Ich denke nicht, dass das geht, aber ich werde es versuchen nochmal zu bestätigen, diese Infos. Weil das könnte für W54 definitiv für den einen oder anderen Pilzer dann auf jeden Fall eine Rolle spielen, ob ich mit Gemmine Level 1 oder Gemmine Level 10 meinetwegen meinen legendären Stein abhole, wenn das mit eine Rolle spielen sollte. Also, wir haben jetzt da wirklich vieles beleuchtet. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Also ich bin echt wirklich sehr positiv angetan. Nicht nur natürlich, weil ich jetzt gepartnert bin, sondern auch allgemein. Ich habe auch viel Feedback schon gehört, was positiv war. Wie gesagt, es kann nicht jeden zufriedenstellen. Gerade die Free-to-Play-Spieler des neuen Servers haben jetzt nicht viel davon. Aber, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, weil es ja ein zeitlich basiertes Event ist. Der legendäre Dungeon kommt grob alle 3 Monate vor. Es ist so, dass die Top 3 Gilden 60 Tage lang ein Profilbild bekommen. Das heißt, das Event geht 10 Tage und dann gibt es 60 Tage dieses spezielle Profilbild. Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, sind das roundabout 70 Tage. Es ist jetzt grob 1 Monat, also in der nächsten legendäre Dungeon wird ja im März irgendwo erwartet, Ende März. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, und das ist jetzt nur eine Spekulation meinerseits, dass wir dieses Event gegebenenfalls auch in meinem groben Takt von 3 Monaten sehen. Und dann ist die Sache wieder anders. Ne? Dann sind die jetzt Free-to-Play spielen, die aber dann 3 Monate weiterhin aktiv spielen, werden dann auch beim Elevator viel, viel weiterkommen. Und wenn es dann wieder Creator-Codes gibt, die euch wieder Schlüsselkarten zur Verfügung stellen, dann könnt ihr das auch richtig gut nutzen. Und die Chars, die das jetzt genutzt haben auf all ihren Servern, die es dann wieder nutzen, haben natürlich vielleicht die Challenge zu sagen, okay, ich möchte natürlich mehr Tokens generieren können, als ich es jetzt generiert habe. Und genauso die Gilden. Ich meine, dieses statistische Thema hier mit den Gilden ist ja auch so interessant. Und da habe ich auch verschiedene Geschichten gehört. Es gibt Gilden auf älteren Servern, die gedacht haben, sie müssten deutlich weiter vorne stehen und stellen fest, oh, wir haben ja viel weniger Token, hier sind ja gar nicht so viele Leute aktiv. Wiederum Gilden, die in der Ehrenhalle schlechter dastehen, sind im Ranking besser, weil sie halt aktiver sind, gerade auf den älteren Servern. Ne? Also klar, das Gildenranking, ich sag's nochmal, wenn man viele Pilze an einer Gilde hat, die halt sehr stark ausspielen, dann sind die auch natürlich stärker im Elevator Dungeon, weil sie ja mehr Etagen schaffen. Aber die müssen, vorausgesetzt ist natürlich, dass sie auch immer ihre Angriffe machen im Dungeon. Weil wenn die nicht so viele Angriffe machen, dann können auch schlechtere Spieler, die aktiver sind, profitieren. Und dann dementsprechend auch die Gilden profitieren. Und es sind ja 50 Leute in einer Gilde. Also die Chance, wie gesagt, dass viele Gilden nur allein durch die Pilzer sich durchsetzen, ist selbst bei Servern wie W50 jetzt nicht komplett. Also auch Gilden, wo mehr Free-to-Play-Spieler drin sind oder halt nicht so Hardcore-User, haben auch die Chance. Und je älter der Server wird, desto mehr kristallisiert sich dieses Thema raus. Und das ist, wie gesagt, diese Balance, die ich sehr gut finde. Ich könnte noch weiter drüber reden, das ist mega lang, das Video. Ich finde es halt wirklich, wenn man es von allen Seiten betrachtet, fällt mir jetzt nichts wirklich ein, was ich richtig schlecht finde. Also wo ich sage, nee. Es hat auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat auch gemerkt, dass dieser Wettbewerb, sage ich mal, auch existiert, in den Köpfen der Spieler reingekommen ist. Das war ja auch das Ziel. Ob es jetzt wirklich dazu beiträgt, dass die Gilden aktiver werden oder ob es mehr dazu führt, dass sich andere Gildenkonstellationen ergeben, weil Spieler dann doch die Gilde wechseln. Das lässt sich noch nicht ganz sagen. Das kann man dann vielleicht besprechen, wann das Event vorbei ist. Aber das betrifft mich jetzt persönlich aktuell noch nicht. Und deshalb ist es für mich auch nicht negativ belastbar. Wie gesagt, eure Erfahrungen oder Themen dazu, schreibt sie gerne rein in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped und bin sehr, sehr froh, dass ich Teil dieses Updates sein durfte durch meinen Creator-Code, den ich dann noch bekommen habe, so spontan. Weil ich kann auch sagen, meinen ersten Creator-Code habe ich zum Elevator bekommen und ich kann stolz drauf sein, weil es einfach eine geile Sache ist, ja, weil es Spaß macht. Und weil es halt auch einen gewissen Nutzen bringt, aber jetzt auch nicht overpowered ist, sodass man sagen kann, nur die Pilzer profitieren davon. Und das ist super. Top. Also, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt relativ lange war. Haut auf jeden Fall rein.
Macht er. Tschüss. Servus. Schaut euch definitiv den Link nochmal an. Shoutout an Don Muerte und Shakes and Fidget Discord zum Verbreiten dieser super Information. Bin ich großer Fan.